Smalltalk. Eine kurze Einführung. Ich möchte aber keinen Smalltalk mit euch machen. Nein, ich möchte euch ein kurzes, kleines Beispiel zu der objektorientierten Programmiersprache Smalltalk vorstellen. Und zwar konzentriert auf die Grundlagen und die Philosophie, also nicht auf die Schönheit und Eleganz der Implementierung. Aber kurz vorher noch eine kleine Einführung in die Geschichte. Die Entwicklung von Smalltalk begann 1972 in Xerox PARC, in dem Forschungszentrum von Xerox. Und der Kopf des Teams war Alan Kay. Und zwei Hauptakteure in dem Team waren Dan Ingalls und Adele Goldberg. Und Adele Goldberg hat dann auch später die Dokumentation hier erstellt in diesem Buch. Das ist das blaue Buch und da gibt es auch noch ein rotes und ein grünes. Ja, die Ideen zu objektorientierter Programmierung gab es natürlich schon vorher, zum Beispiel bei Simula 67, die eigentlich als die erste objektorientierte Programmiersprache gilt. Die Geschichte von Smalltalk könnt ihr in einem weiteren Podcast ansehen, der hier auf unserem Kanal steht. Und ich habe dazu auch einen Artikel im Magazin des Vereins zur Erhaltung klassischer Computer, das heißt LOAD, die Nummer 10 geschrieben, der dieses Jahr erscheint. Ich verlinke euch das unten unter dem Video. Ja, hier seht ihr die Geschichte konzentriert auf die Linie Algol, Simula, Smalltalk der Programmiersprachen, also Ende der 50er Jahre Algol 60 und 1960 dann Simula im Jahr 67 und das hatte Auswirkungen auf die Entwicklung von Smalltalk. Und Smalltalk wiederum hat Ideen geliefert für Objective-C und letztendlich auch für Java, wobei in Java auch noch Ideen aus C und C++ eingeflossen sind. Ja, wie begann die Entwicklung? Wie gesagt, 1972. Es gab dann mehrere Versionen, Smalltalk 74, Smalltalk 76, Smalltalk 78 und Smalltalk 80, also Freigabe in 1980, 81 war die erste Freigabe und da hat es dann auch dieses blaue Buch gegeben. Smalltalk ist streng objektorientiert, das heißt Smalltalk kennt nur Objekte, die über Nachrichten kommunizieren. Das gesamte System besteht aus Objekten und man kann sich das vorstellen wie viele kleine Computer, die miteinander kommunizieren. Beispiel, was auf den ersten Blick etwas verwunderlich wirkt, auch die Zahl 1, Integer 1, ist ein Objekt in Smalltalk. Und ich zeige euch das hier kurz. Ich schicke eine Nachricht an die Zahl 1, an das Objekt 1, to 26 do und dann sage ich in einem Block, was getan werden soll. Ja, mit Smalltalk kam auch die grafische Oberfläche und richtig Verbreitung hat die dann gefunden über Apple mit der Lisa und dem Macintosh. Und heute, wenn man sich das Ranking der beliebtesten Programmiersprachen anschaut, dann rangiert Smalltalk ziemlich weit hinten. Es gibt Implementierungen, ja, aber angeführt wird das Ranking mit Java, C++ und C# und JavaScript und Python. Und in diese Programmiersprachen ist natürlich auch die Objektorientierung eingeflossen. Ja, es soll sehr einfach sein, weil es dem menschlichen Denken nahe kommt. Und Alan Knight, ein Softwareingenieur und Smalltalk-Experte, hat dazu gesagt, ich lese euch das vor, ich blende es auch unten kurz ein. Anfänger in der Programmierung mit Smalltalk haben oft Probleme, weil sie denken, sie müssten alle Einheiten, wie Smalltalk arbeitet, verstehen, bevor sie es benutzen können.
Einer der großen Sprünge nach vorn in der objektorientierten Programmierung ist aber, dass man die Frage, wie funktioniert es, mit "es ist mir egal" beantworten kann. Tja, so ganz einfach ist die Sache natürlich nicht. Man muss die Syntax und die Semantik der Sprache verstanden haben, und das ist für jemanden, der jetzt aus der funktionalen Programmierung kommt, schon eine Umstellung und nicht ganz so einfach, wie Ellen Knight das uns glauben macht. Zumindest sehe ich das so, und ich habe in meiner Karriere viele Programmiersprachen kennengelernt. Aber jetzt zu unserem Beispiel. Ja, unser Beispielprogramm in Smalltalk. Ich habe mir überlegt, was ist in dieser Zeit aktuell, und alle Welt redet von Security, und dann dachte ich mir, die allererste Verschlüsselung, die Cäsar-Verschlüsselung, das wäre vielleicht ein ganz nettes Beispiel für unser Smalltalk-Programm. Worauf ich aber hinweisen möchte, ist, es ist keine ausgefeilte, elegante Programmierung, sondern ich habe die Programmierung so gewählt, dass man gut die Grundlagen und die Philosophie von Smalltalk erkennen kann. Hier sehen wir den guten alten Gaius Julius Caesar, wie er mit seinen Schreibern hier kommuniziert, und die verschlüsseln seine Texte und Anweisungen, die an seine Heere und Kommandeure gehen, mit dieser Verschlüsselung. Ja, und was war das? Cäsar-Verschlüsselung. Wir haben hier das Alphabet, und jeder Buchstabe des Alphabets ist ersetzt worden durch den dritten folgenden. Das heißt, aus unserem A wird ein D. Und wenn wir uns jetzt einen Beispieltext nehmen, den habe ich dann auch in dem Beispiel verwendet, hallo, das ist Smalltalk, dann wird verschlüsselt daraus dieses kryptische Gebilde. Ja, und wie sieht nun das Programm aus? Wir haben als erstes hier eine Variablenvereinbarung in Smalltalk, und an der sieht man schon, Smalltalk ist nicht typisiert. Ich vereinbare nur den Namen der Variablen, die Typisierung ergibt sich dann aus der Programmierung. Dann kommt die erste Anweisung, Transkript Clear. Transkript ist ein Standard-Out, das heißt im Normalfall der Bildschirm, und Clear ist die Methode, das heißt, ich möchte das, was am Bildschirm steht, löschen, dass der Bildschirm leer ist. Dann schicke ich an meinen Transkript die Methode Show, und der Parameter ist ein kleines Beispielprogramm, also ein String. Dann wird auf meinem Bildschirm der String, ein kleines Beispielprogramm, angezeigt. Danach schicke ich an die Klasse Transkript ein Carriage Return Methode. Und ihr seht schon, es gibt hier Großschreibung und Kleinschreibung. Transkript wird groß geschrieben, weil es sich hier um eine Klasse handelt und um Klassenmethoden, und unser String, den wir dann benutzen, der ist ein Objekt, und das wird klein geschrieben. Ja, und dann sind wir schon bei unserem S. Unser S kennt die Methode Zuweisung, und wir weisen unserem Objekt den Wert Hallo, das ist Smalltalk zu. Dann zeigen wir auf unserem Bildschirm an unser Beispieltext Doppelpunkt, wieder mit der Methode Show, und danach unseren Text, unseren Beispieltext S. Und danach machen wir wieder einen Zeilenvorschub. Soweit, so gut. Als nächstes müssen wir natürlich jetzt unsere Verschlüsselung durchführen. Unsere Variable f, die kommt jetzt ins Spiel, und zwar, wir schicken erst an die Klasse String die Methode new.
Das heißt, es wird eine neue Instanz von einem String angelegt in der Länge 23. Und diesen Return weisen wir unserer Variablen f zu. Unser Schlüssel, das ist ja ein Integer, kennt die Methode Zuweisung, dem weisen wir 3 zu, also den Cäsar-Schlüssel. Und unserer Variablen x, der weisen wir den Wert 1 zu. Die brauchen wir dann noch als Laufvariable. Ja, und unsere Instanz, unser Objekt S, kennt eine Methode Do. Und das heißt, diese Methode Do wird durchgeführt für alle Elemente dieses Objekts. Wir erinnern uns, unser S, das ist unser String. Hallo, das ist Smalltalk. Und jetzt haben wir hier einen Block, der mit einem eckigen Klammer beginnt. Und als erstes definieren wir eine Variable Element von S. Und dann sagen wir an unseren Objekt String hier oben, das wir kreiert haben, an der Stelle x, also 1 beim ersten Durchlauf, schreiben wir. So, und jetzt gehen wir hin und sagen Element von S, also unseren String, hallo, das ist Smalltalk, nehmen wir das erste Element, wandeln es in einen ASCII-Value um und schreiben es nach i. Und addieren unseren Schlüssel dazu. Also hier zum Beispiel wäre unser Element von S, das erste, ein kleines a. Dann wandle ich das in einen ASCII-Value um und auf diesen Value addiere ich 3 und das steht in i. Und diesen Wert wandle ich dann wieder über die Methode als Charakter um in ein Charakter und das ergibt dann das kleine d. Und dann erhöhe ich meine Variable um 1, um meine Laufvariable. Und das heißt, ich sende an das Objekt x die Methode plus mit dem Wert 1 und das Ergebnis weise ich der Variablen x wieder zu. Und dann läuft diese Schleife, hier ist der Block zu Ende, läuft diese Schleife über alle Elemente von S. So. Und zum Schluss möchte ich das natürlich ausgeben, dass ich das auch sehen kann. Das heißt, an meine Variable f schicke ich wieder die Methode Do. Das heißt, für alle Elemente von f wird jetzt Folgendes gemacht. Ich zeige die auf dem Bildschirm an. Also ich nehme Element von f als Argument für die Methode Show und schicke das an Transkript. Ja, und damit wäre mein kleines Smalltalk-Programm schon zu Ende. Und das, was wichtig ist, ist, ich rede immer von Objekten oder Klassen, die Methoden haben mit Argumenten. Und das muss man im Hinterkopf haben, weil sonst rätselt man oft mal an solchen, wenn sie noch komplizierter sind, an solchen Ausdrücken herum. Ja, und der gute Cäsar hat jetzt natürlich den Vorteil, seine Schreiber braucht er nicht mehr. Er nimmt unser Smalltalk-Programm und auf Knopfdruck sind seine Texte verschlüsselt und er kann sie an seine Heeresleitungen übermitteln. Und ich zeige euch jetzt noch ein kleines Video. Ich habe das Ganze getestet und mal ausprobiert mit Dolphin Smalltalk. Das ist eine Smalltalk-Implementierung für Windows, die man kostenlos runterladen kann. Und da seht ihr auch in dem Workspace von Dolphin habe ich unser Programm, das wir gerade gesehen haben. Und dann gibt es ein kleines Fenster,
daneben, das ist das Systemtranskript und da werden unsere Texte angezeigt. Ja, hier ist die Dolphin Smalltalk Oberfläche zu sehen. Rechts das Menü und da sehen wir den Workspace, in dem können wir temporär Dinge testen und in diesem Workspace habe ich unser Beispielprogramm hineinkopiert. Und hier ist links dieses Systemtranskript, von dem ich gesprochen habe. Wir rücken das etwas näher, indem die Ausgaben gemacht werden. Und jetzt kann man in dem Workspace Zeile für Zeile das Programm ablaufen lassen. Ihr seht rechts so ein kleines Icon, wo mein Cursor hin zeigt. Und da wird das Programm Zeile für Zeile durchgeschalten. Und ihr seht auf dem Systemtranskript unsere Ausgaben, so wie ich sie auf unseren Folien auch erzählt habe. Ihr seht, die Schleife muss im Ganzen abgearbeitet werden. Jetzt kommt unser Carriage Return und jetzt kommt unsere Ausgabeschleife für unsere codierte Eingabe. Ja, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in Smalltalk geben. Wie gesagt, es gibt einen Podcast über die Geschichte von Smalltalk hier demnächst. Und es gibt im Laufe des Jahres einen Artikel in dem Magazin des Vereins zur Erhaltung klassischer Computer, der Nummer 10. Ich verlinke euch das alles unten und ich würde mich über ein Like von euch freuen. Noch besser ist natürlich, dass ihr auch den Podcast über die Geschichte von Smalltalk nicht versäumt, dass ihr uns ein Abo dalasst. Also dann, bis zum nächsten Mal.